Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut da draußen, die meine Videos jetzt schon seit sehr langer Zeit verfolgen, und bedanke mich eingehend auf jeden Fall für den ganzen Support über die letzten Jahre. Vor allen Dingen jetzt auch über die letzten Wochen und Tage. Es ist echt extrem heftig, was da auch wieder zusammengekommen ist, und deswegen auf jeden Fall vielen lieben Dank für alles. Das heutige Video wird ein sehr besonderes Video werden. Die meisten werden es schon wissen, ihr seht es wahrscheinlich auch schon am Titel. Ja, wir haben es gerade 23:57 Uhr, gleich 58, und um 0 Uhr ja, kann ich mir mein nächstes Level abholen, und wie ihr unschwer können könnt, bin ich dann Stufe 600. Ja, es ist unglaublich krass. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich Stufe 300 wurde. Das hatte ich auf YouTube übertragen. 400, 500, das ist unglaublich. Und jetzt kommt hier die 600 am Start. Ja, das wird gleich passieren. Aber darüber hinaus werden wir auch noch, weil ja jetzt momentan gerade Legendary Dungeon ist, haben wir uns ein komplett neues Equipment zusammengefarmt in 34 Runs, hat ein bisschen gedauert, und ja, können uns jetzt aber komplett neu equippen. Was ich machen wollte, eigentlich erst mit Stufe 600, aber dadurch, dass halt das Hexen-Event gewesen ist, musste ich jetzt schon den Legendary Dungeon angreifen, und das hier wird mein neues Equipment sein. Man kann hier nachher einfach so auf die aktive Ausrüstung wechseln, ja, wo man sonst das Farm-Equipment eigentlich drin hat, und dann kann man können wir sehen, was wir für Werte jetzt haben und was wir für Werte dann haben. Und wir werden mal kurz hier einen kleinen Screenshot so machen, so, damit ich mir das mal so festhalte. Nebenbei habe ich das hier auf, und dann können wir gleich mal vergleichen, was da so zusammengekommen ist, ja. Was ich jetzt hier schon gemacht habe, wir haben es jetzt gleich 0 Uhr, ja, jetzt muss man sich das ja selbst abholen, das Level Up. Ja, was ich jetzt schon gemacht habe, ist, ich habe hier schon überall meine Runen gewechselt. Ihr seht, die sind alle nicht mehr optimal. Die habe ich alle ausgetauscht. Und zwar, das wollte ich euch ersparen, auf meinem neuen Equipment sind jetzt hier schon die Runen drauf, die ich benötige. Ne? Eis 75, Blitz 75, Feuer 75, Lebensenergie 15, Blitzschaden 60. Die Waffe habe ich einmal verbessert, um die zu finden im Inventar. Das war gar nicht so einfach, ja. 10% Erfahrung, 5% Qualität, epische 50% und Goldbonus 50%, die maximalen Runen, die man braucht. Die habe ich jetzt hier schon raufgewechselt. Das habe ich jetzt mal ohne Kamera gemacht, sag ich mal, weil ja, das ist relativ langweilig. Was wir jetzt aber machen werden, ist, wir werden definitiv unsere Edelsteine hier reinsetzen. Das wollte ich mit euch festhalten, ja. Da nehmen wir die besten auf jeden Fall raus. So, und da unten, ihr seht schon, blinkt es jetzt bereits. Ja, ich habe wieder meine Pilzanzahl bekommen. Das muss ich gleich mal rausschneiden wieder, sonst ist das wieder drin, das wäre nicht so cool. Ja, das auf jeden Fall dazu. Und ja, ich habe hier meine Steine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und werden die jetzt erstmal in unser neues Equipment reinsetzen, bevor wir uns gleich das Level abholen zur Stufe 600. Das ist, ich kann es nicht fassen, das ist unglaublich, ja. So, wir fangen an, auf jeden Fall mit dem besten Stein, den wir haben. 2025 ist, glaube ich, der höchste, den ich momentan besitze. Ja, und der kommt natürlich, wie soll es sein, in die Waffe rein. Die Waffe auch aus dem Legendary Dungeon natürlich. Ja, von der Spanne her gefällt sie mir nicht so hundertprozentig. Sie ist nice, ist eine sehr geile Waffe und ein fettes Upgrade auch auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass ich sie überhaupt so bekommen habe. Ich hätte von der Spanne ein bisschen weniger gerne gehabt, damit ich in der Ehrenhalle ein bisschen konstanter bin. Aber was soll's, es ist auf jeden Fall ein Upgrade zu meiner jetzigen Waffe, ein deutliches, und deswegen werden wir das auch equippen. Ich werde mich vor 650 auf jeden Fall definitiv nicht nochmal neu equippen. Heißt nicht, dass ich die nächsten Legendary Dungeons nicht spielen werde. Ich werde mich einfach nur nicht neu equippen. Farm werde ich die natürlich trotzdem, die Legendary Dungeons, ne? Das ist klar, das lasse ich mir nicht nehmen. Okay. Wir fangen an. Ich lasse mir heute auch richtig Zeit. Ja, das wird vielleicht auch ein langes Video werden, aber ich lasse mir heute auch richtig Zeit und genieße das Ganze jetzt hier. Stufe 600 wirst du nur einmal im Leben. Ja, und hier haben wir jetzt schon den besten Stein drin, 2025 mal 2. Ja, und den Rest kann ich jetzt eigentlich so einsetzen, wie ich fröhlich bin, weil, ja, man sieht hier auch bereits schon, wie die Statpunkte steigen natürlich. Vom Mannequin sind das hier die Statpunkte, ne? Ja, genau.
Und ich kann die jetzt einfach so bedenkenlos hier alle reinsetzen, weil die Items alle gleich gut sind. Ne? Ich habe hier ein paar Edelsteine dabei, die sind nicht so geil, aber bessere habe ich jetzt in der Kürze nicht bekommen. Und das sind ja halt eh alles nur temporäre Steine und meine Edelsteinmine baut ja auch aus. Das heißt, wir bekommen ja auch noch bessere irgendwann. Und ja, das sind jetzt schon die Stat-Punkte vom Alter Ego. Ne? Und die ganzen Sachen sind auch noch nicht geupgradet. Das heißt, ja, wir sind jetzt schon fast dran, ne, an den Verbesserungen, sag ich mal, oder an den Stats von meinem jetzigen Account. Und jetzt werden die ganzen Sachen noch verbessert. Meine aktuellen Sachen habe ich hier alle auf 13, 13, 13, 14, habe ich hier 1, 14, 13, 13. So, und die ganzen Sachen, wie ihr seht, die haben ja auch richtigen Verkaufswert, so, ne, zum Zerlegen. Bringt das richtig viel. Ne? Alleine die Waffe bringt hier fast 800k Kristalle und 750k Metalle und das ist natürlich schon ordentlich viel. Ne? Und wir werden erstmal schauen, wie weit wir kommen mit unseren angehäuften Ressourcen, die wir haben. Ich sammle ja jetzt schon ein bisschen und habe ein paar auch zusammengesammelt so, ne? Und werden wir erstmal schauen, wie weit wir kommen, weil wir haben es jetzt leider nicht mehr Hexen-Event oder beziehungsweise Tag des heißen Eisens. Das heißt, wir können nicht 15 Sachen zerlegen, sondern nur 5 Sachen. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Das heißt, wir bekommen nicht direkt unsere ganzen Ressourcen wieder, die ich hier auch reingesteckt habe in die ganzen Items. Ne? Deswegen werden wir erstmal schauen, wie weit wir kommen. Ich werde erstmal alles auf 10 verbessern. Das sollten wir hoffentlich, denke ich mal, hinkriegen. Ja, da sind jetzt noch nicht so die Kosten am Start. So 10. Ja, und die Stat-Punkte steigen schon. Ihr seht es bereits unten. Ne? Und das ist hier halt alles vom Mannequin. Huch, warum ist der jetzt nur 9-mal verbessert? Dann machen wir den nur einmal hier so. Zack. 10. So, die Handschuhe auch auf 10. Ja. Und dann werden wir das natürlich auch alles, das müssen wir auch noch machen, müssen wir alles verzaubern, ne? Das kommt natürlich auch noch dazu. Zack. Es ist schön, es ist schön zuzusehen, wie die ganzen Verbesserungen hier jetzt so langsam reinnieseln. So, die Waffe machen wir natürlich zum Schluss, ja, das ist klar. Das Beste zum Schluss ist aber auch das teuerste natürlich, ne? Ja. Ja, ich bin auch gespannt, was das für ein Upgrade. 355 bringen die jetzt und meine jetzigen haben, na gut, die habe ich noch 13 Mal verbessert, da können wir noch nicht direkt nachschauen. Das werden wir aber gleich noch machen. Das sind natürlich auch noch ein paar Statpunkte besser, weil die Items natürlich auch ziemlich alt waren, die ich noch angelegt hatte. Ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal equipped habe und vor allen Dingen ja auch alles nochmal aktuell verzaubert habe und so. Das ist echt lange her, weil es ist auch sehr ressourcenintensiv und das möchte man nicht zu häufig machen. Ne? Ich hatte jetzt halt eben nur Stufe 600 so ein bisschen als Meilenstein genommen, so als Knackpunkt, sag ich mal, als Orientierungspunkt, dass ich mich auf der Stufe neu equippe, beziehungsweise auf 599 jetzt halt. Ne? So, ihr seht schon, hier kostet es um einiges mehr Ressourcen, aber bringt auch natürlich deutlich mehr Stats. Wir haben 1,5 nur noch, wir haben jetzt gerade mal die Hälfte aufgebraucht, aber jetzt fängt es natürlich auch an, wirklich weh zu tun und jetzt wird es halt auch wirklich sehr, sehr teuer. Deswegen werden wir mal schauen, wie weit wir noch kommen. Ich würde sagen, wir ziehen dann erstmal alles auf 12 hoch. Ja. Wir tasten uns ganz langsam ran und wollen schauen, was möglich ist, bevor wir hier an unsere Ressourcen rangehen, die wir im jetzigen Equipment drin haben. Ne? Weil ich wollte ja eigentlich so, wenn das komplette Equipment fertig ist, einmal so einen Tausch machen, ne? Damit man halt sieht, jo, das war davor, das ist danach auf jeden Fall. Aber es kann halt sein, dass ich zwischendurch ein paar Sachen hier wirklich zerlegen muss von meinem Hauptequipment, weil ich halt ressourcentechnisch nicht mehr hinkomme. So, jetzt haben wir alles nochmal 2 Stufen verbessert und jetzt, ihr seht schon, wie teuer das Ganze ist hier, ne? Also das ist nicht ohne, das ist schon ziemlich hart, ne? Und wir haben jetzt alles nur nochmal zweimal geupgradet und so schnell sind halt 3 Millionen Kristalle dahin, finito, ne? So schnell geht das, ja. So, alles auf 12 haben wir, ne? Wie gesagt, wir haben meinen meisten Vorrat habe ich ja noch hier drin, ihr seht's. Da ist noch richtig viel rauszuholen auf jeden Fall an Ressourcen. Ne? Und ich bekomme jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr alles hier auf 13, denke ich mal. So, 13. Das kriegen wir noch hin. Und das kriegen wir noch hin und das war es auch schon. Ja? Das heißt,
Wir können nicht direkt switchen, ja. Wir müssen ein bisschen was hier noch von zerlegen. Es wird natürlich alles zerlegt. Ich gebe das nicht, war auch die Frage, ich gebe das nicht meinen Begleitern, ich gebe das nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwo hin. Die Sachen sind viel zu gut, viel zu krass verbessert, dass die da, die Begleiter von, ja, dass die davon profitieren. Nur, dass ich da in den Dungeons weiterkomme, da komme ich früher oder später trotzdem weiter, aber auf meine Begleiter lege ich mittlerweile nicht mehr sehr viel Wert. So, ja, ich würde sagen, die Waffe nehmen wir jetzt nicht raus, weil die kostet 2 Zerlegpunkte. Ich würde lieber die normalen Items alle zerlegen, 5 Stück hiervon. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind natürlich auch alle Stat-Punkte, die mir flöten gehen, so, ne? Ist alles Gold, was hier abhanden kommt. Und ja, dann würde ich sagen, ja, zerlegen wir das Ganze mal. Ja, Gegenstand zerlegen. 1. Obwohl, wir können es ja jetzt auch hier reinziehen. Ne? Ich nutze diese Ziehfunktion, die nutze ich gar nicht mehr. 2, 3. So, das hat gerade geleckt. 4. Ich mache hier auch wirklich alles sehr, sehr gründlich auf jeden Fall, weil ich hier keine Fehler machen möchte. 5. So, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir hier mal alles raus einfach, denn das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Den Rest muss ich halt morgen zerlegen. Ne? Ihr seht aber, durch 5 Items habe ich nochmal 1,7 Millionen gemacht und 1,8 hier an Metalle. Ne, hier haben wir nochmal 3, wir haben nochmal 5 Items, mit der Waffe Waffe zählt halt 2. So, ne, das heißt, wir haben hier nochmal 5 Items, das heißt, wir kommen nochmal ungefähr auf denselben Betrag, circa, ja, um halt eben, ja, meine Items noch, die restlichen noch zu verbessern. So, hier ist alles auf 13. Machen wir hier weiter, das ist 12, das machen wir, zack. Weil ich hatte, glaube ich, gesagt gehabt, ich will die alle auf 15 ziehen oder so, aber ich glaube, das wird tatsächlich fast gar nicht erstmal möglich sein, weil es auch ziemlich teuer ist und ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Ich mache vielleicht alles auf 14, auf 15 muss ich mir noch überlegen, ich glaube, das ist ziemlich teuer, ne? Kostet alles sehr viele Ressourcen. So, jetzt ist erstmal alles auf 13 und jetzt haben wir alles auf den Stand so ungefähr von letztes Mal. Ne? Da hatten wir alles auf 13, ich glaube die Waffe war auf 14, die werden wir auch direkt hier zum Anfang auch auf 14 ballern. Ja, so und jetzt werden wir nochmal versuchen, soweit wir halt kommen, 14, 14, 14 und 14. Es ist schade, ja, dass wir nicht, ja, ein paar Ressourcen bleiben auf jeden Fall noch über. Schade, dass wir jetzt nicht das Schmiede-Event noch haben, weil sonst könnte ich die Items auch noch gleich alle zerlegen und ich könnte alles direkt auf 15 ballern, das wäre gar kein Problem. Ne? So, dann haben wir 14. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon ein deutliches Upgrade, weil die letzten Items, wie gesagt, die waren alle auf 13 und die Waffe war auf 14. Ich glaube, 1, 2 Items waren noch auf 14. Und jetzt haben wir einfach schon mal alles auf 14 hier, ja. Und jetzt schon alleine der Unterschied 1059 und hier haben wir auf 14 1014. Ja, das ist dieselbe Verbesserungsstufe, 14 mal verbessert, aber es ist halt eine deutlich ältere Waffe so, ne? Deutlich ältere Waffe. Und jetzt werden wir das Ding hier auch noch auf 15 hochziehen. Ne, mal schauen, wie teuer ist die Waffe. 203.000. Ne, das ist das, was ich mir noch heute leisten kann. Und den Rest muss ich halt dann morgen machen. Ne? Also es ja, geht leider nicht mehr aufgrund der Kapazität, die wir hier haben. So, warte mal, wir merken uns das mal. 1059 auf 1153. Das scheppert schon ordentlich rein, ne? Das ist echt krass, wie viel das eigentlich gibt nachher, ne? Aber es kostet halt auch eben deutlich Ressourcen so, ne? Ja, und das ist mein jetziges Equipment. Wir werden das gleich natürlich noch alles verzaubern, keine Frage. Und dann würde ich sagen, klicken wir einfach mal auf den magischen Knopf und gucken, was dabei so rumgekommen ist. Warte mal, wir gehen mal in dieses Setup hier rein, das ist ein bisschen gewohnter. Ja, 3, 2, 1... Boom. Das sind meine Verbesserungen, die ich gemacht habe. Ja, also sagen wir mal so, Stat-Punkt-technisch ist es gar nicht mal so heftig. Aber was halt eben sehr, sehr krass heraussticht, ist der Schaden. Der Durchschnittsschaden, der sich jetzt hier dadurch gesteigert hat. Ja, ich könnte sogar noch ein paar Sachen hier auf 15 ziehen tatsächlich. Oder ein Item vielleicht noch auf 15. Wir machen alles auf 15. Ja.
dann ist das eine runde Zahl, so ist okay. Ne? Ja, doch, wir machen alles auf 15. Weil ich überlegt habe, lohnt sich auf 15 so, wir haben noch ein paar Ressourcen, machen wir, ziehen wir durch. Sind ja nicht weggeschmissen so und deswegen machen wir das. Und jetzt gucken wir nochmal zum Vergleich. Ja, neues Equipment, altes Equipment. Wir sind von 252k auf 256k und bei Ausdauer haben wir uns auch um 3,3k gesteigert und das sind ordentliche Statpunkte, auf jeden Fall, ne? Das will ich nicht bestreiten, das ist sehr, sehr cool. Rüstungstechnisch haben wir uns auch ein bisschen verbessert, ja, ist okay. Aber wie gesagt, der Durchschnittsschadenwert hier, der ist halt deutlich gestiegen und das macht halt auch viel hängt auch viel mit der neuen Waffe halt auch zusammen und das ist das, was auch wirklich sehr wichtig ist. Und ja, das ist mein neues Equipment. Das werden wir jetzt noch alles schön verzaubern. Das kostet halt auch alles Gold, das sind alles Skillpunkte, das tut alles weh, ja. Deswegen, man will sich nicht häufig neu equippen. Wenn man sich einmal neu equippt, dann auch wirklich für eine ganz, 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 ganz lange Zeit, ja. Und das wird es auf jeden Fall sein. Morgen wird das, wie gesagt, noch zerlegt, der Rest wird noch auf 15 gezogen und dann haben wir nochmal natürlich deutlich mehr Statpunkte. Wir sehen mal hier den Unterschied von den Items. 529 zu 576. Das sind auch nochmal ordentliche Statpunkte, ne? Und das wird halt morgen gemacht. Ja, mein neues Equipment. Und jetzt würde ich sagen, erreichen wir zusammen Stufe 600 live hier im Video. Ich habe lange auf den Tag gewartet. Ja, ich habe dem Tag schon, sag ich mal, ich habe mich schon danach gesehnt auf jeden Fall und kann es kaum glauben, dass es jetzt soweit ist. Und das in Kombination jetzt mit meinem neuen Equipment, da fühlt man sich gleich fresh, gleich neu, gleich richtig am Start hier. Ne, man kann alles zerlegen und so, oder man kann die Gegner zerlegen, nicht nur die Items hier. Und deswegen würde ich sagen, klicken wir mal auf das Glücksrad und holen uns die Stufe 200 ab. 600, ja, die uns zusteht. Ne, ich spiele den Char schon wirklich sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, wie lange ganz genau. Ich müsste das mal den Support irgendwie mal fragen. Da kann man ja rausfinden, wann man seinen Char erstellt hat. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Und wenn wir uns mal hier /pit war es, glaube ich, gewesen, anschauen, dann sehen wir, dass meine Player-ID, das ist die ID, also das steht quasi dafür, der wievielste Spieler du bist auf diesem Server, der sich hier registriert hat und ihr seht, ich habe hier sehr, sehr spät gestartet auf dem Server. Ich bin auf Platz 150.318 bin ich hier gestartet und trotzdem bin ich jetzt hier momentan gerade auf Platz 1. Man kann sagen, es ist eine Aufholjagd. Ich habe sehr, sehr spät hier gestartet, habe lange Zeit einen Spielstil gehabt, der nicht effizient war, weil ich halt einfach nur Just for Fun gespielt hatte und habe halt erst vor 4-5 Jahren wirklich mit Shakes and Fidget Videos angefangen und mich dann erst ein bisschen mehr damit befasst und reingelesen. Da war ich weit ab von einem optimierten Playstyle so und dafür muss ich aber sagen, haben wir einiges erreicht und ich würde gar nicht lange weiter rumfackeln. Wir holen uns Stufe 600 ab. Let's go! Ja, da ist er, der Dorza mit seinem Avatar und dem, silbernen Hintergrund auf Stufe 600, ja. Ein sehr, sehr krasser Moment für mich auf jeden Fall. War schon damals zu 500 gewesen. Da blinkt auch direkt der Chat hier. Da wird mir wahrscheinlich direkt gratuliert hier. Ja, das ist halt cool. Und ich freue mich, dass ich jetzt hier die Stufe endlich erreicht habe. Es war ein langer Weg von 500 zu 600. Falls ihr selbst Stufe 600 oder höher seid, dann werdet ihr es wissen an alle Leute, die Stufe 500 sind und auf dem Weg zu 600. Glaubt mir, die letzten paar Level, es dauert so extrem lange, es ist unglaublich und es wird immer krasser nachher. Es streckt sich immer weiter. Das Einzige, was halt einen sehr krass voranbringt, ist halt eben der tägliche Login-Bonus mit dem Level-Up, was man hier alle 20 Tage bekommt. Das sind 1,5 Milliarden Free XP und das ist das, was nachher das Ganze so ein bisschen beschleunigt. Ne? Mal durchatmen. Ja, und genießen. Stufe 600 erreicht. Ja, sehr, sehr cool. Und dann würde ich sagen, geht es natürlich weiter, ne? Es geht immer weiter, ja. Es geht immer weiter. Das sieht schon sehr cool aus. Und natürlich
ist es jetzt nicht das Ende so, ne? Ja, der Ende von irgendwas ist der Neubeginn von dem nächsten so, ne? Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich die nächste. Mein Ziel war 600 gewesen, mein großes Zwischenziel. Jetzt ist das nächstgrößere Zwischenziel 650 beziehungsweise dann 700. Ne? Das sind die Ziele, die ich mir setze. 300k Intelligenz will ich knacken, ist ein Zwischenziel. Dann auf 200k Ausdauer gehen, ist ein Zwischenziel. Das sind alles Ziele, die man sich setzt. Und ja, die betreffen halt nur den eigenen Char, was Ziele angeht. So. Man kann sich natürlich auch Ziele in der Rangliste setzen. So, ey, heute möchte ich Platz 100 werden. Dann, keine Ahnung, möchte ich in einem Jahr unter die Top 50 kommen. Irgendwann möchte ich auf Platz 1 stehen. So, mal irgendwann. Das sind alles Ziele, die ich hatte, die ich irgendwann erreicht habe. Und ja, das ist halt super cool. Und wenn es halt hier auf deinem eigenen Server nicht mehr weitergeht irgendwann eines Tages, dann bleibt halt eben halt auch die internationale Ehrenhalle und versucht sich eben dort ein bisschen hochzukämpfen und so. Ne? Das ist natürlich, ja, da sind die Ziele, sag ich mal, sind grenzenlos. Man kann, also Motivation zum Spielen kann man immer irgendwo hernehmen. Es liegt halt wirklich an einem selbst, ob man es möchte, ob man es wirklich möchte oder ob man halt nur rumlabert oder so. Ne? Das ist halt eben der Unterschied, wo sich halt die Spreu vom Weizen trennt. Viele hören halt auf, viele haben da vielleicht auch keinen Spielspaß dran, ne? Aber ja, die durchziehen und die langzeitmotiviert sind, da wünsche ich auf jeden Fall euch auch viel Kraft, viel Motivation auch weiterhin. Ne? Versucht euch eure Ziele so zu setzen, immer nicht das große Ziel vor Augen haben, das kann man immer im Hinterkopf gespeichert haben. Du kannst immer im Hinterkopf gespeichert haben, ey, irgendwann mal in 10 Jahren möchte ich Stufe 1000 sein. Ne? Das sollte aber nicht dein Ansporn sein, das sollte nicht deine Motivationsquelle sein, weil das wirst du ewig nicht erreichen. Und das ist im Leben genau das Gleiche, ja. Im Leben sollte man sich auch nicht die hohen Ziele greifen, weil dann scheinen die einen unerreichbar und man erreicht sie nie im Leben so. Ne? Aber wenn man sich Schritt für Schritt kleine Ziele setzt und diese jedes Mal Step für Step immer wieder aufs Neue erreicht und immer sich ein bisschen hocharbeitet, dann merkt man gar nicht den Weg nach oben irgendwann, sondern dann steht man einfach da, was man sich früher so im Hinterkopf vielleicht als großes Ziel gespeichert hat. Und so ist es im Leben, ne? Das kann ich euch mit auf den Weg geben und so ist es halt auch hier im Spiel. Das kann man ganz gut so ummünzen, sag ich mal, ne? Auf das Spielgeschehen jetzt gesehen. Und ja, das sind so meine Sachen, die ich euch auch mit auf den Weg geben möchte hier in diesem Video. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Anlass gewesen, um das mal so ein bisschen auch ja, loszuwerden. Ne? Wir machen noch einen Kampf, einfach mal nur um zu sehen, ja, dass wir jetzt hier Stufe 600 haben. Ne? Es sieht super cool aus, ja. Und ich freue mich mega. Ja? Auch über das neue Equipment und so. Ist schon sehr cool, dass wir jetzt alles so vervollständigt haben. Ja, das Einzige ist, was wir halt morgen noch machen müssen, ist alles auf 15 ziehen, dann haben wir unsere Stat-Punkte beisammen, dann haben wir alles optimiert und dann sind wir glücklich und zufrieden. Ich muss wieder weiter Ressourcen farmen, ne? Wie gesagt, wir haben ja nochmal hier ca. 1,5 Millionen, sollten das nochmal sein an Stein und Metalle, so, und dann sollten wir vielleicht noch ein bisschen was über haben, wenn wir alles auf 15 ziehen und ja, dann wird fleißig weitergefarmt natürlich, ne? Aber wie gesagt, es lohnt sich halt erstmal lange Zeit nicht, sich neu zu equippen. Macht keinen Sinn. Ja? Okay, Leute. Ey, wenn es euch gefallen hat, dann lasst wie immer gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich bin sehr dankbar, dass ich das Ganze mit euch hier teilen kann. Heute immer noch, so wie damals, Stufe 300 ich auf YouTube gezeigt hatte. Davorher hatte ich meinen Account gar nicht gezeigt auf YouTube. 300 war, glaube ich, mit eins meiner ersten Shakes and Fidget Videos gewesen. Und ja, ich bin froh, dass ich jetzt hier immer noch sein darf und mit euch hier weiterhin diese coolen Meilensteine teilen darf und ja, den einen oder anderen da draußen vielleicht so ein bisschen ja, eine Stütze bin, sag ich mal. Das freut mich immer sehr zu hören, wenn Leute wegen mir wieder anfangen oder ja, durch die Videos motiviert sind oder keine Ahnung, einfach nur zum Enjoyen, zum Entspannen, zum Runterkommen, sich die Videos reinziehen. Ehrt mich auf jeden Fall sehr. Es ehrt mich, dass ihr alle hier seid und bin da auf jeden Fall auch sehr dankbar für. Alles klar, Leute. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Ihr bedeutet mir wirklich viel, ja, und das ist kein Gelaber. Ihr seid mir wirklich alle ans Herz gewachsen so. Deswegen, ja, war es das von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank, der bis jetzt hierhin geguckt hat. Schöne Grüße an euch. Haut rein und bis zum nächsten Mal.